Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Serie Bitcoin, die Blockchain und Kryptowährung. Heute geht es darum, wie wir unsere Bank anonym machen. Das heißt, es ist eigentlich super simpel, also wir werden es gleich sehen, wie simpel es eigentlich ist und man hätte es schon lange machen können, klar, aber Banken haben da nicht so unbedingt ein Interesse dran, weil man dann natürlich solche Sachen nicht mehr machen kann, wie in der Vergangenheit passiert sind. Zum Beispiel eben kann man nicht mehr einfach sagen, ich blockiere jetzt Zahlungen an Wikileaks, weil ich Wikileaks nicht mag oder weil Wikileaks einfach staatlich verboten wird oder sonst irgendwas. Man weiß ja alles nicht, was denen noch einfällt oder so. Gut, und ja, zum Beispiel auch Sachen mit Griechenland oder sowas, dass alle Griechenländer plötzlich keine Zahlungen über PayPal mehr machen dürfen zum Beispiel. Solche Sachen sind dann einfach nicht mehr möglich, wenn wir eine Anon-Bank haben. Und genau das ist jetzt erstmal der Sinn oder der erste Schritt sozusagen. Das Dezentralisieren machen wir jetzt noch nicht, das kommt dann später, aber der erste Schritt ist natürlich schon mal der wichtigste und ja, den machen wir heute. So, wie machen wir jetzt also uns anonym? Und das ist eigentlich wirklich einfacher, als man vielleicht jetzt denkt. Und zwar hat man hier die Möglichkeit, wir sagen, wir generieren uns Schlüssel. Und zwar, wir wollen hier erstmal ein sogenanntes Public Key und Private Key oder Secret Key. Der Private Key heißt auch gleichzeitig Secret Key. Kann mal passieren, dass ich das eine mal das andere sage, das ist aber eigentlich dasselbe. Und ja, wir haben jetzt hier einfach jeweils zwei Schlüssel. Einfach jeder, der ein Konto eröffnet, generiert sich zwei Schlüssel. Der blaue in dem Fall, also ich gehe jetzt nur auf das Konto von Alice ein, bei Bob ist es genau dasselbe. Der blaue Schlüssel ist der Public Key, den kann jeder einfach haben. Das bedeutet, jeder kann diesen Schlüssel auch besitzen. Wir werden damit später mit dem grünen Schlüssel hier, mit dem Secret Key, werden wir Unterschriften erzeugen. Und das ist der Secret Key, das heißt, diesen Schlüssel darf niemand haben, außer Alice. Damit beweist sie sozusagen, dass sie Alice ist. Aber ohne dass der Name jetzt dazugehört, sondern sie beweist einfach, dass sie Inhaberin des Kontos ist. Gut, was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Wir haben einen Public Key, den können wir einfach jedem geben. Mit dem Schlüssel überprüft man, ob die Unterschrift auch echt ist. Das heißt, wir haben jetzt hier sowas Ähnliches wie eine normale Unterschrift eigentlich. Mit dem grünen Schlüssel unterschreiben wir sozusagen, das ist einfach unsere Handschrift, die man in Anführungsstrichen nicht fälschen kann. Digitale Unterschriften können tatsächlich nicht einfach so gefälscht werden, das dauert mehrere hundert Jahre. Aber echte Handschriftunterschriften können halt schon wenig Aufwand eigentlich gefälscht werden und das ist ein bisschen schade eigentlich. Aber gut, wir sind hier im digitalen Zeitalter, das heißt, die Dinger sind eigentlich nicht fälschbar. Mit dem grünen erstellen wir also diese Unterschriften, mit dem blauen können wir sie oder kann jeder sie überprüfen. Das ist ziemlich cool, denn jetzt können wir hier einfach hergehen und sagen, hey, also Anon Bank, ich hätte ganz gerne ein Konto von dir. Und die Anon Bank sagt dann, okay, nicht wie ist dein Name, sondern sie sagt, wie ist dein Public Key. Das bedeutet, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wir müssen uns nicht mehr ausweisen, dass wir sozusagen Alice sind, sondern wir sagen jetzt einfach, das ist unser Public Key und der ist das Konto. Der ist der Konto, der gehört oder dem gehört quasi das Konto. Diesen Public Key kann ja jeder haben. Das heißt, das ist uns völlig egal, wer den besitzt. Und jetzt können wir aber hergehen und sagen, hey, diese Unterschrift hier, wir mussten, falls ihr euch erinnert, zur Bank laufen und beweisen, dass wir sind, indem wir einfach einen Ausweis gezeigt haben und somit konnte die Bank dann nachgucken, okay, das ist wirklich Alice und ihr gehört wirklich dieses Konto. Jetzt können wir einfach unterschreiben, dass uns das Konto gehört mit einer digitalen Unterschrift. Die Bank kann dann sagen, weil der Public Key ist ja bei ihr hinterlegt, die Bank sagt dann also, okay, ja, das ist eine zugehörige Unterschrift zu diesem Public Key und das ist völlig in Ordnung. So, und jetzt können wir aber auch hergehen und sagen nicht mehr, wir überweisen 10 Euro an Bob, sondern wir überweisen einfach nur 10 Euro an den Public Key von Bob. Das heißt, Bob kommt überhaupt nicht mehr vor. Niemand weiß, wer Bob ist. Jeder weiß, wer der Public Key von Bob ist, aber niemand weiß, dass es wirklich der Public Key von Bob ist. Denn so ein Public Key kann einfach jeder erstellen. Das geht ein paar Millisekunden und schon habt ihr so einen Public Key. Und man muss sich jetzt nicht mehr ausweisen, sondern man wird einfach über diesen Schlüssel identifiziert. Und das Ding ist unfehlbarer als jetzt ein normales Bankensystem, sage ich jetzt mal. Denn Ausweise werden häufig gefälscht, sage ich jetzt mal. Ausweise können geklaut werden. Und Unterschriften können super leicht gefälscht werden. Das ist mit solchen digitalen Unterschriften nicht mehr möglich. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann würde ich euch ganz stark meine Kryptographie-Playlist ans Herz legen. Dort gehen wir dann auch wirklich sehr, sehr tief in die Materie ein. Werden wir hier teilweise auch noch machen, allerdings jetzt in den Grundlagen noch nicht. Wir wollen uns erstmal angucken, wie Bitcoin überhaupt funktioniert. Cool.
Und ja, das ist es eigentlich auch schon wieder für dieses Mal. Jetzt haben wir eine anonyme Bank, die nicht mehr unseren Namen braucht, sondern einfach nur noch über Kryptographie uns eine Möglichkeit schafft, hier Geld zu überweisen, ohne dass wir wirklich unsere Identitäten preisgeben müssen. Cool. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.